Wenn du dir für nach dem Spiel ein Gericht wünschen könntest, was wäre das bei dir? Boah, schwer. Nach dem Spiel habe ich eher Lust auf dann so, wenn ich ehrlich bin, was eher Ungesundes, so Richtung Pizza. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dennis kocht. Heute kochen wir Pasta Carbonara. Und wer könnte mich besser unterstützen als Nico Schulz? Herzlich willkommen. Hi Dennis. Schön, dass du da bist. Du bist ja halber Italiener, was kaum einer vermutet. Mein Papa ist komplett Italiener, ja? Wo kommt der her? Aus Ischia, eine Insel vor Neapel. Hast du da selber auch gelebt, oder? Den Sommer über meist. Den Sommer über. Meine Schulferien waren wir immer bei der Familie. Wahnsinn. Wir starten, und zwar brauchen wir natürlich, um die Nudeln zu kochen, erstmal Wasser. Und beim Wasser ist immer ganz wichtig, das Wasser von Anfang an salzen, damit die Nudeln schön im Salzwasser kochen, weil die sonst hinterher keinen Geschmack mehr bekommen. Dann starten wir mit der Carbonara. Und ich weiß auch, dass du ein Knoblauch-Fan bist. Ich hoffe, du hast heute nichts mehr vorher. Wenn du schon mal die Zwiebel hier schälst, dann kümmere ich mich um den Knoblauch. Jetzt nicht in die Finger schneiden, ne? So, in die Pfanne geben wir ein bisschen Olivenöl. Mache ich die auch noch oder reicht das? Das reicht. Das reicht. Genau. Dann kannst du die Zwiebeln in die Pfanne tun. Und ich gebe den Knoblauch dazu. Das braten wir dann erstmal langsam an. Für unsere Carbonara nehmen wir keinen Speck, so wie es normalerweise üblich ist, sondern weil wir immer ein bisschen leichter und bewusster kochen, nehmen wir jetzt Putenschinken, der trotzdem eine kleine Röstnote gibt und der einfach besser schmeckt, aber nicht ganz so viel Fett hat wie der Speck. Wenn du den auch in Würfel schneiden würdest. Knoblauch und Zwiebeln haben wir jetzt angeschwitzt. Man sieht hier schon wunderbar, dass die Zwiebeln glasig werden, aber wir wollen ja nicht, dass sie zu viel Farbe nehmen, weil das würde sonst komisch aussehen in der Carbonara. Das wirkt dann immer so ein bisschen, als wenn das angebrannt ist. Deswegen geben wir jetzt den Putenschinken dazu und dann kannst du das Ganze schön durchrühren. Was auch wichtig ist für eine Carbonara natürlich, wir brauchen Eigelbe und die trenne ich schon mal. Ja, das Trennen machst du gut. Vielen Dank, ja. So, das sieht auch wunderbar aus. Unser Wasser kocht auch gleich und dann einfach so runterschneiden. Zeig mal. Kriegt man. Da würde ich mir in die Finger schneiden, glaube ich. Ja, das muss man üben. Dann geht das auch ohne Fingerschneiden. Wobei ich lügen würde, wenn ich sagen würde, ich schneide mir nie in die Finger. Ne? Das passiert auch immer wieder. Damit wir jetzt bei der Carbonara ein bisschen Bindung bekommen, geben wir ein bisschen Milch dran. Normalerweise macht man sehr klassisch mit Sahne. Das wird dann noch dicker und noch cremiger. Dadurch, dass wir aber noch ein bisschen Parmesan gleich mit dran geben und das Ei und es sowieso stockt, nehmen wir in dem Fall nur Milch, damit es nicht ganz so schwer wird. Das kannst du einmal vermengen, ein bisschen durchrühren. Wenn du dir für nach dem Spiel ein Gericht wünschen könntest, was wäre das bei dir? Nach dem Spiel? Ja. Boah, schwer. Nach dem Spiel habe ich eher Lust auf dann so, wenn ich ehrlich bin, was eher Ungesundes, so Richtung Pizza. Was natürlich auch nicht immer ganz so gut ist. Das lassen wir mal aufkochen. Unser Wasser fängt an zu brodeln. Und da geben wir jetzt schon mal die Nudeln rein. Bei den Nudeln immer ganz wichtig, ein bisschen durchrühren, damit die nicht aneinander kleben. Wir haben extra frische Nudeln genommen. Die haben A den Vorteil, dass die super schnell kochen. Ja, das heißt, die brauchen wirklich nur 2 Minuten. Und zum anderen schmecken die auch noch mal viel, viel besser als diese harten. Ne? Ja, das stimmt. Was war so dein schönstes Erlebnis beim Fußball? Oder kann man das überhaupt so sagen? War das irgendein Titel oder war das irgendein Moment oder dein erstes Tor? Oder? Gab einige. Ich fand so ein besonderer Moment war das erste Länderspiel. Ja. Das war schon was Besonderes, aber auch so generell eigentlich das erste Mal in der Champions League oder generell damals mein allererstes, auch wenn das damals eine zweite Liga war, so mein erstes Pflichtspiel für eine Profimannschaft damals. So
Die ersten Spiele sind dann schon immer besonders. Wobei ich auch den DFB-Pokalsieg hervorheben muss. So der erste Titel ist dann auch was ganz Besonderes, klar. Das bleibt auch für immer in Erinnerung. So, in unsere Soße geben wir jetzt schon mal ein bisschen Parmesan mit dazu, damit der schon mal ein bisschen schmelzen kann, damit das schon mal so ein bisschen mehr Konsistenz kriegt und ein bisschen cremiger wird. Hast du eigentlich lieber bei einer Pasta den Käse drin oder lieber drüber? Oder macht dir das gar nichts? Beides. Also hier jetzt in dem Fall auf jeden Fall rein und dann oben drüber noch ein bisschen, je nachdem wie viel Käse schon drin ist. Jetzt wenn du eine Tomatensauce machst, dann Maximum einen Schuss vorher rein und den Rest dann oben drüber. Ja. Wenn es fertig ist. Die Soße haben wir auch. Käse schmilzt, dann können wir hier noch mal einen Schuss Butter dazugeben. Kleine Flocke für den Geschmack. Die Nudeln haben jetzt gekocht und die gießen wir jetzt ab. Wir werden die Nudeln nicht abspülen, weil dann würden wir die Stärke von den Nudeln abspülen und die Nudeln können die Soße nicht mehr aufnehmen. Das heißt, wir gießen die Nudeln ab und geben die Nudeln direkt in die Soße, damit alles schön cremig wird. Einmal ein bisschen Pfeffer dran machen. Ich mache noch eine Prise Muskat dran. Ein bisschen Salz. Reicht, oder? Ja, sehr gut. Und dann geben wir das Eigelb dazu. Wichtig ist dann, es darf nicht mehr richtig kochen, weil dann wird das Eigelb gerinnen und dann haben wir Rührei. Das heißt, die Nudeln sind heiß, runter auf kleine Stufe und dann das Eigelb hinzugeben. Kannst du die Petersilie noch mit reinwerfen? Bisschen grün fürs Auge, ne? Ja, aber Petersilie gehört auch dazu. Ja. Das ist eines der wenigen Pasta-Gerichte, wo ich finde, wo ausnahmsweise mal Basilikum nichts verloren hat. So. Das könnt ihr auch total gut mit einer Fleischgabel machen. Dann könnt ihr die schön aufrollen. Dann sieht das einfach noch viel schöner aus. Holst du auch einmal? Na, perfekt. Ist okay, ist okay. Da merkt man wieder, dass wir die wirklich viel zu selten machen. Ja, beschwere ich mich zurecht. Schmeckt halt auch, ne? Wahnsinn. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Hat richtig Bock gemacht und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Macht's gut, bis dann. Ciao.